Hi meine Lieben und willkommen zurück in meinem Uchiverse, euer Ort für eure wöchentliche Inspiration. In meinem heutigen Video geht es um die aktuelle globale Situation, die wirklich jeden von uns ungefähr 8 Milliarden Menschen betrifft. Es ist wirklich eine sehr spannende Zeit, aber auf der anderen Seite auch eine sehr gruselige Zeit, aufregende Zeit. Man weiß nicht genau, was kommt, man weiß nicht genau, was abgeht. Man weiß ganz genau, dass man nicht dem, was in den Nachrichten steht, ausschließlich trauen kann und dass es nur ein Bruchteil von dem ist, was eigentlich da draußen abgeht. Aber es geht ja auch gar nicht darum, was da draußen abgeht, auch wenn es natürlich Einfluss auf uns hat, sondern es geht vor allem in der Zeit darum, was hier drin abgeht, wie wir die Zeit nutzen, um mit uns selber in Verbindung zu kommen, um an uns selber zu arbeiten und auch wirklich uns auf die nächste Phase vorbereiten, die uns bevorsteht. Glücklicherweise, und dafür können wir wirklich sehr, sehr dankbar sein, haben wir das Internet. Denn ich glaube, wenn wir kein Internet hätten, dann wäre diese aktuelle Phase ziemlich unangenehm, weil man nicht wirklich wissen würde, was abgeht und man müsste sich auf irgendwelche Meinungen von unseren Nachbarn oder Freunden verlassen, die im Endeffekt auch nicht wirklich vertrauenswürdig sind. Aber durch das Internet können wir uns selber miteinander verbinden auf höherer Ebene, was das Internet ja schon immer gemacht hat. Das Internet ist wirklich nichts anderes als eine materielle Manifestation von Massenbewusstsein. Wir sind alle miteinander verbunden, können unsere Meinungen teilen und auf eine noch höhere Ebene kommen und uns alle unabhängig von den Medien und von den Leuten, die diese ganze Welt unter Kontrolle haben, selbstständig machen. Wir können uns einfach selber zusammentun und selber bestimmen, was wir aus dieser Zeit machen wollen. Und anstatt tagtäglich Nachrichten zu lesen, hat es vielleicht auch schon der ein oder andere von euch gemacht. Einfach YouTube-Videos schauen, sich über YouTube-Videos und über andere bekannte YouTuber einfach informieren lassen und sich auch in den Kommentaren mit anderen Leuten austauschen, wie sie diese Situation auffassen, wie sie mit dieser Situation umgehen. Und ich selber habe da auch sehr viel erfahren, weswegen es mir auch ein bisschen schwierig fiel, in der aktuellen Situation mit dem YouTube-Plan, den ich halt hatte, weiterzugehen. Denn irgendwo kann ich halt nicht die globale Situation komplett ausblenden und einfach nur mit meinem eigenen Plan weitermachen, auch wenn es natürlich bei meinen Themen schon immer um Spiritualität, Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung und solche Sachen ging. Aber ich habe mich jetzt hingesetzt und mal darüber nachgedacht, wie ich wirklich die Themen so umgestalten und anpassen kann, dass ihr selber in der aktuellen Situation das Beste wirklich draus machen könnt und ja, dass das Ganze auch einfach zeitgemäß ist. Denn ich glaube, aktuell macht es nicht mehr wirklich viel Sinn, über Erfolg zu reden und darüber großartig produktiv zu sein. Denn in der aktuellen Zeit, und ich glaube, das spürt auch jeder von uns, vor allem die etwas spirituell sensibler sind, wir spüren alle, dass wir aktuell die Zeit nutzen sollten, beziehungsweise auch nutzen müssen, um mit uns selber in Verbindung zu kommen. Irgendwie möchte uns da draußen etwas sagen, hey, es ist ziemlich viel zu viel Scheiße in dieser Welt abgegangen, das weiß jeder von uns. Australien hat gebrannt, die ganzen Gletscher schmelzen weg, Korallenriffe sterben aus, Tiere sterben aus. Dann hat auch noch Brasilien gebrannt, der ganze Amazonas gebrannt, die ganze Welt brennt einfach. Die Menschen dringen einfach immer mehr in die Natur ein und obwohl die Natur auch ohne uns schon über Millionen von Jahren ganz genau wusste, wie sie Balance in einem extrem komplexen System aufrechterhält, haben die Menschen es geschafft, in kürzester Zeit diese Balance zu zerstören und uns auch selber im Endeffekt früher oder später damit zu zerstören. Und genau deswegen können wir auch eigentlich froh darüber sein, dass diese aktuelle Phase gerade stattfindet, auch wenn es natürlich für den einen oder anderen negativ ausfällt. Aber es gibt leider immer in solchen Situationen Leute, die den Kürzeren ziehen. Jedoch müssen wir das große ganze Bild betrachten, denn ohne Opfer kann es auch keine Revolution oder keinen Fortschritt geben. Ich bin mir sicher, dass die aktuelle Zwangsisolation bei vielen von euch für Aufruhr gesorgt hat, dass bei vielen von euch negative Gefühle hochgekommen sind, von denen sie nicht mal mehr wussten, dass sie da sind, weil sie so beschäftigt waren, von Montag bis Freitag durch die Welt zu rennen, Dinge zu erledigen, aber auch nicht wirklich Dinge zu erledigen, die für sich selber gut sind, sondern eigentlich nur für ihr eigenes Bankkonto. Und bei mir persönlich ist auch sehr, sehr viel hochgekommen. Ich habe über mich selber sehr viel verstanden. Ich habe gemerkt, wo ich stehe, wer für mich wichtig ist, wer nicht für mich wichtig ist, was ich möchte. Ja, ich habe auch selber für YouTube gelernt, dass es nicht nur darum geht, zu hustlen, immer mehr, immer schneller, immer mehr lernen. Und durch das Internet hat man das Gefühl, dass man permanent etwas machen müsste, weil man permanent etwas machen könnte. Und ich habe jetzt selber einfach gemerkt, hey, stop, take your time, get in connection with yourself, be authentic, sei dir selber treu und
versuch nicht, den Spaß an der ganzen Sache zu verlieren. Und das ist ja jetzt nicht nur auf YouTube bezogen, das ist ja auch in vielen anderen Bereichen. Ob du jetzt irgendwie DJ bist oder ob du in einer Bar arbeitest oder ob du selber Unternehmer bist. Durch diese Competition und das Mindset, das uns vom System aufgedrückt wird, dass Arbeiten ausschließlich gut ist, haben wir selber vergessen, dass weniger auch mehr sein kann. Dass Intelligenz nicht nur in dem liegt, was wir machen, sondern Intelligenz auch daher kommt, einfach mehr Tiefe, mehr in die Vertikale als in die Horizontale zu gehen. Also nicht nur nach der Zeit zu gehen, hey, was kann ich heute machen, um in der Zukunft Früchte ernten zu können, sondern was kann ich eigentlich hier und jetzt nicht machen, um wieder mit dieser höheren Intelligenz, mit der jeder von uns verbunden ist, in Verbindung zu kommen und so Wissen downloaden zu können, das schon da draußen ist, das schon in uns selber steckt, was wir eigentlich nur wieder ausgraben müssen, an das wir uns eigentlich nur wieder erinnern müssen. Und genau das, was bei vielen Leuten aktuell passiert. Immer mehr Leute wachen auf, haben dieses Spiritual Awakening und besonders in dieser aktuellen Zeit, wo man gezwungen ist zu reflektieren, realisieren immer mehr Menschen, dass wir nicht nur voneinander unabhängige Individuen auf irgendeinem großen blauen Planeten irgendwo in einem Universum sind, sondern dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle wie ein gigantischer Ozean sind und jeder einzelne von uns ist eigentlich nur eine Welle, die zum Vorschein kommt. Aber im Endeffekt sind wir alle miteinander verbunden. Wir sind selber sozusagen ohne das Internet. Wir sind alle miteinander verbunden. Jeder von euch hat Einfluss auf seine Mitmenschen, so wie diese wiederum Einfluss auf ihre Mitmenschen haben und genauso entwickelt sich halt das Massenbewusstsein, was auch Gaia genannt wird und besonders die letzte Woche war halt energetisch sehr extrem für viele von uns. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch mitbekommen, denn ich glaube das war ich muss mal ganz kurz in meinen Kalender gucken. Denn von Samstag zu Sonntag gab es eine Massenmeditation, in der wirklich unglaublich viele Menschen mitgemacht haben. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber es waren extrem viele und man konnte messbar sehen, dass sich die Energiefelder auf dem Planeten verändert haben, weil so viele Menschen ihre Energie gleichzeitig auf denselben Punkt konzentriert haben und somit sogar Leute, die sich noch nie mit Spiritualität befasst haben, dazu bewegt haben, unterbewusst mehr auf dieses Thema aufmerksam zu werden, beziehungsweise damit in Verbindung zu kommen. Und es ist einfach eine total aufregende Zeit aktuell, denn jede Seele von uns, die in dieser aktuellen Zeitlinie geboren wurde, hat es sich auch ausgesucht. Wir alle, auch wenn wir es irgendwie auf höherer Ebene nicht wissen, wollten in dieser aktuellen Zeit geboren werden, um das mitzuerleben und Teil dieses Massenaufwachens zu werden. Und was noch hinzukommt, ist, dass erst neulich Vollmond war, von Dienstag zu Mittwoch. Und es war nicht nur irgendein Vollmond, es war ein Pink Moon und der Pink Moon steht für Individualität, was auch nochmal zusätzlich, besonders nach dieser globalen Meditation, für einen extremen Energieschub in uns allen gesorgt hat und vor allem diejenigen von euch, die diese Zeit bewusst genutzt haben, um mit sich selber an diesen Tagen in Verbindung zu kommen, spüren, dass eine extreme Veränderung gerade vonstatten geht und dass wir alle spüren, dass da etwas kommt, was so in der Vergangenheit noch nicht zu sehen war. Und Veränderung ist zwar gruselig, aber Veränderung ist auch notwendig. Ich meine, wir alle wissen tief in unserem Herzen, es war schon lange Zeit für eine Veränderung. Also bitte nutzt die Zeit so gut wie ihr könnt, um nicht nur Nachrichten zu lesen, sondern auch anderes Wissen euch anzueignen. Ihr könnt euch natürlich gerne mit dem aktuellen Thema befassen, auf YouTube, auf irgendwelchen Blogs oder euch mit Freunden darüber austauschen. Aber vergesst nicht, auch die Dinge zu tun, auf die ihr wirklich Bock habt. Also einfach mit eurem Hobby wieder in Verbindung zu kommen, die Bücher zu lesen, die ihr lesen wolltet, wieder mehr Zeit mit den Freunden, zumindest telefonisch zu verbringen, mit denen ihr schon lange nicht mehr in Verbindung kommen konntet, weil ihr so busy wart. Und jetzt ist wirklich die Zeit, wieder in Verbindung miteinander zu kommen und das Beste aus der Zeit zu machen, denn wir wissen nicht, wie lange wir diese Zeit noch vor uns haben, was noch bevorsteht und wir brauchen spirituell erwachte Menschen, Menschen, die für diese nächste Phase bereit sind und wissen, über das Materielle hinauszugehen, um dieses System in die Richtung zu lenken, in die es schon lange hätte gehen sollen. Denn wir wissen alle, dass es so einfach nicht weitergehen konnte. Das ist jedem von uns bewusst, dass wir Menschen früher oder später, wenn wir nichts ändern, unser eigenes Verhängnis werden. Und genau deswegen sollte jeder von uns an sich selber arbeiten
Und meine Bitte auch an dich, tu das Beste, arbeite an dich, versuche dich selber weiterzuentwickeln, um diesen Sprung auf die nächste Bewusstseinsebene mitzumachen und das größte Potenzial aus dir selber herauszuholen und deinen Mitmenschen auch das Beste geben zu können, was sie verdient haben. Genauso natürlich wie auch du selbst. Ich bedanke mich für deine heutige Zeit und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls dir das Video heute gefallen hat und du dich von mir inspirieren lassen konntest, dann zeig das doch einfach mit einem Däumchen nach oben. Und falls du es bis hierhin in diesem Video geschafft hast, dann lass mich doch einfach in den Kommentaren wissen, wie du selber in der aktuellen Zeit mit dem Thema und der Situation umgehst. Und falls du dich weiterhin von mir inspirieren lassen möchtest, dann schau dir doch einfach eines meiner anderen Videos hier an. Und ansonsten war es das auch für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Stay happy, happy consciousness and see you next week in meinem Uchiverse. Bis dann, ciao, ciao!